Aber der Gedanke ist der, wenn ich jetzt den anderen schlage, wenn ich besser bin als der, dann habe ich es geschafft, oder? Dann bin ich wer? Dann bin ich irgendwie wertiger plötzlich. Dann bin ich besser. Und was bringt mir das? Es bringt mir ein Gefühl von, ich bin jetzt wer, ich bin jetzt wirklich wertig. Das heißt, ich messe mich in dem Moment, wo ich im Konkurrenzkampf bin und anfange zu kämpfen, um besser zu sein, brauche ich den anderen dazu und diesen Kampf, um mich selbst wertvoll zu fühlen. Ich brauche den anderen, ich brauche das Außen dazu für die Bestätigung meines Selbst. Und das ist so schade. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst, ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Es geht also hier ums Loslassen von alten Erziehungsideen, um Mythen, um Glaubenssätzen und Ängsten, die du in dir trägst und dich schließlich mit deinem Kind auf den Weg machst, dein Potenzial zu entfalten und deinem Kind dabei zu assistieren, zu einem selbstbewussten, wissbegierigen, glücklichen und ausgeglichenen Menschen zu werden. Eben gemeinsam wachsen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Hallo ihr Lieben, schön, dass du heute wieder mit dabei bist, hier bei Loslassen und gemeinsam wachsen zu einem echt wichtigen Thema, nämlich zum Thema Konkurrenz, Gedanken und Wettbewerb. Ja, wie oft passiert uns das? Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, dass wir uns vergleichen? Natürlich den ganzen Tag. Das ist in der Regel auch erstmal gar nicht so wild. Nur dann, wenn wir anfangen, in den Wettbewerb zu gehen und in die Konkurrenz, dann bringt uns das eigentlich überhaupt nicht weiter. Warum das so ist und wie du letztendlich den Neid in dir als Motor entdecken kannst, das erfährst du heute in dieser Episode. Viel Spaß dabei! Ich habe heute was für euch, ein ganz interessantes Ding mal wieder, dass das so zu mir gekommen ist. Und zwar hat sich das irgendwie diese Woche 3-mal ergeben und vielleicht kennt ihr mich schon ein bisschen. Ich bin da sicherlich wachsam und achtsam mit den Themen, die da zu mir zugeflogen kommen. Und 3-mal war es das Thema tatsächlich Wettbewerb und Konkurrenz, also Synonym Wettbewerb, Konkurrenz. Einmal, da erzähle ich euch eine kleine Geschichte dazu. Der erste Kontakt war mit einer Einzelklientin von mir, die eben auch berichtet hat von den Erwartungen, die da im Außen sind und natürlich von dem Vergleich, den sie dann macht mit einer Freundin, die sie da hat, bei der das funktioniert, Thema windelfrei werden, ja, bei der Freundin, da funktioniert es und bei einem selber funktioniert es nicht. Was ist denn da das Problem? Warum geht es bei der anderen? Warum geht es bei uns nicht? Das muss doch bei uns auch gehen. Also der Druck, der dann in uns entsteht, die Erwartungen, die da plötzlich kommen, wenn man sieht, dass es beim anderen irgendwie funktioniert. Ja, das Gras wächst jedoch, ja, oder ist auch nicht grüner eigentlich, aber da komme ich gleich nochmal dazu. Das andere Mal war tatsächlich bei mir selbst, Konkurrenzthema. Ich habe eine Kollegin gebeten, ob sie meine Workshop-Woche in ihrer Community teilt. Da kam sie dann auch in ein Dilemma. Sie kam auch in ein Dilemma. Sie kann zum Glück ganz großartig kommunizieren und das ist für mich ja das Schönste, wenn wir einfach offen und authentisch miteinander sein können. Und ihr Dilemma war tatsächlich, sie möchte sich keine Konkurrenz ins Haus holen. Also ich als Konkurrentin in diesem Bereich. Wir haben nicht ganz den gleichen Bereich. Wir sprechen schon unterschiedliche Sprachen tatsächlich und haben unterschiedliche Themen. Aber da ist so eine strategische Idee eben an einem eigenen Workshop da. Und das war einfach jetzt so, dass sie gesagt hat, sie hat Angst davor, dass die Leute dann bei ihr weg sind und zu mir rüberkommen. Und das möchte ich euch heute so mit als Thema geben. Also wir hatten einmal meine Einzelklientin, einmal die eigene Erfahrung, die ich hatte. Und das dritte, genau, alle guten Dinge sind 3. Ich habe von 3 berichtet. Natürlich, ja. Thema Schule.
Schule, die Kinder, die in der Konkurrenz sofort sind, bereits in der 1. Klasse, eine Geschichte von einer anderen Mama, die ich da begleiten darf, die dann eben erzählt hat, wie das da schon in der 1. Klasse losgeht mit: Nein, du darfst nicht bei mir abschreiben. Ich will nämlich besser sein als du und ich will Klassenbeste sein. Und ja, ihr kennt das sicherlich alle. Konkurrenzdenken. Warum machen wir das? Das ist die eine Frage. Was bringt uns das? Das ist die andere Frage. Und warum ist das eigentlich unfassbar unproduktiv für unsere Persönlichkeitsentwicklung? Können nicht wachsen mit Konkurrenz. Warum machen wir das dann also? Ich hole ein bisschen aus, so ganz frei und spontan hier in diesem Instagram Live. Konkurrenzgedanken sind etwas, die wir wahrscheinlich irgendwie vielleicht bekommen haben, konditioniert bekommen haben, die Teil dessen sind, wie wir in unserer Welt auch so aufwachsen. Wir haben ganz viel Angst davor, dass das Gras beim Nachbarn grüner ist als bei uns und dass andere das besser kommen und wir neiden das dann wahrscheinlich. Und um da diesen Neid nicht zu spüren, fangen wir an, gegen diesen anderen zu kämpfen, besser zu sein, schneller zu sein, höher, schneller, weiter. Ja, das kennt ihr sicherlich auch. Die einen oder anderen wissen, dass ich auch mal bei einer Firma gearbeitet habe. Da war das tatsächlich der Markenslogan: höher, schneller, weiter. Wer jetzt fit ist, der googelt schnell, dann weiß man das, wo ich war. Sportmarke. Und ja, ist die Frage, wollen wir das? Ist uns das dienlich? Ist Konkurrenz und Wettbewerb für uns eigentlich dienlich? Die Antwort für mich, die darfst du natürlich für dich ganz selbst bestimmen und selbst mal reinfühlen, ist eindeutig nein. Denn wenn ich immer Angst haben muss, dass der andere besser ist als ich, dann fokussiere ich mich in dem Moment nämlich nicht mehr auf mich. Ich fokussiere mich nicht mehr auf meine Potenziale. Ich fokussiere mich nicht mehr darauf, was ich richtig gut kann, auf meine Stärken, sondern ich fokussiere mich wieder und wieder auf den Mangel, auf das, was ich nicht kann, auf das, was ich nicht habe und versuche dann, den anderen zu übertrumpfen. Nur mit welchem Hintergedanken? Warum denn überhaupt? Was bringt es mir faktisch, wenn ich in den Kampf, in den Wettbewerb gehe mit der Freundin, bei der das mit Mittelfrei schon funktioniert, mit der Mitschülerin, die noch nicht so gut schreiben kann, mit der Kollegin letztendlich, die eine Dienstleistung anbietet, Produkte anbietet, helfen kann, Türen öffnen kann, wo ich Angst habe, dass ich vielleicht dann weniger gut dastehe. Warum machen wir das? Der einzige Hintergedanke, dass wir in Konkurrenz und in Wettbewerb gehen, wenn du das noch machst, ich mache es zum Beispiel überhaupt gar nicht, ja, interessiert mich nicht, Konkurrenz und Wettbewerb. Es ist eine Illusion. Ich wünsche mir, dass du nach diesem Live hier in der Facebook-Gruppe und in Instagram siehst, dass Wettbewerb und Konkurrenz eine Illusion ist. Ja, es bringt uns überhaupt nicht weiter. Null. Aber der Gedanke ist der, wenn ich jetzt den anderen schlage, wenn ich besser bin als der, dann habe ich es geschafft, oder? Dann bin ich wer? Dann bin ich irgendwie wertiger. Plötzlich. Dann bin ich besser. Und was bringt mir das? Es bringt mir ein Gefühl von, ich bin jetzt wer, ich bin jetzt wirklich wertig. Das heißt, ich messe mich in dem Moment, wo ich im Konkurrenzkampf bin und anfange zu kämpfen, um besser zu sein, brauche ich den anderen dazu und diesen Kampf, um mich selbst wertvoll zu fühlen. Ich brauche den anderen, ich brauche das Außen dazu für die Bestätigung meines Selbst. Und das ist so schade. Es ist so unglaublich schade, weil in dem Moment, wo ich kämpfe mit dem anderen, wo der andere vielleicht großartige Fähigkeiten hat, ganz große Potenziale hat und ich versuche, diese auch zu erreichen, auch schnell in der Schule zu schreiben, auch großartig ein Unternehmen aufzubauen oder mein Kind so zu trainieren. Ja, das war es dann tatsächlich übrigens auch. Windeltraining, ja. Töpfchentraining heißt es, nicht Windeltraining, Töpfchentraining. Mein Kind so zu trainieren, vielleicht mit Druck sogar, dass es funktioniert. Dann sehe ich, was der andere da hat, bin selber im Mangel, möchte das auch erreichen und verliere mich dabei auf diesem Weg. Ich verliere dabei meine eigenen Stärken, meine eigenen Fähigkeiten, meine eigenen Kompetenzen, meine eigenen Potenziale. Ich verliere mich dabei. Ich sehe dann gar nicht mehr, was ich alles Großartiges kann, wer ich alles denn bin als Mama, wie ich liebevoll umgehe mit meinem Kind und mein Kind den Raum und die Selbstbestimmung lasse, zu sein, wie es ist. Als Mädchen, Junge, Schüler,
der da die Chance hätte, eigentlich dem anderen was beizubringen, ihn mit an die Hand zu nehmen und ihm zu zeigen und zu lernen, wie es geht, statt zu sagen, nein, du darfst bei mir nicht abschreiben. Ja, ich will die Beste sein. Konkurrenzkampf hemmt uns maximal in der Entwicklung. Wir können nicht wachsen, wenn wir uns ständig am Außen orientieren und versuchen, mit dem anderen wettzueifern. Bei dieser ganzen Geschichte gibt es natürlich eine große Sache, nämlich ein ganz wichtiges Gefühl, das wir haben, wenn wir im Wettkampf oder in der Konkurrenz denken oder im Handeln sind. Da ist nämlich Neid da. Neid. Neid ist ein Gefühl, das wir empfinden, wenn wir dem anderen, wenn wir sehen, dass ein anderer etwas hat, was wir nicht haben. Dann entsteht in uns Neid. Neid ist großartig. Neid ist super gut. Neid zeigt uns nämlich, dass da was ist, worüber oder wovon wir eine Sehnsucht haben. Wir wollen das auch. Da ist eine Sehnsucht in uns da. Da ist ein Traum, ein Wunsch in uns da, den wir im anderen realisiert sehen. Wie geil ist das denn? Wenn ich jetzt den Neid transformieren kann, sehen kann, wie großartig Neid für mich ist, nämlich ein Motor. Ein Motor, auch das zu erreichen, was der andere hat, weil ich das geil finde, weil ich derjenige oder diejenige als Vorbild sehen kann, die ist an einem Punkt, da möchte ich auch sein. Ja? Dann kommt in mir ein Motor in Gang. Dann bin ich intrinsisch motiviert. Dann denke ich mir, wie hat die das gemacht? Wie hat der das gemacht? Wie kann das Kind schon so gut schreiben? Das schaut so schön aus, die Schrift. Das sind lauter Gemälde, die da in dem Heft sind. Ich kann auch im gleichen Moment das anerkennen. Ich kann anerkennen, hey, wow, der oder diejenige, die ist in dieser Disziplin, in dieser Fähigkeit total stark. Wie großartig. Ja, was kann ich davon lernen? Was kann ich daraus lernen? Was hat das für mich übrig? Ja, wie kann ich mich weiterentwickeln, wenn ich genau das beobachte? Und wenn ich dann intrinsisch motiviert bin, ja, dass ich sage, ich möchte das auch, das ist doch großartig. Ist das nicht wunderbar, wenn wir zum Beispiel, ja, bei mir im Gemeinsam wachsen, in meinem Mentoring-Programm, das sind so viele Frauen, die sich so unfassbar entwickelt haben, die so unglaubliche Dinge geschafft haben, erreicht haben, weil sie gesehen haben, es geht. Es geht, ein achtsames Miteinander zu führen. Es geht, miteinander Konflikte zu lösen, ohne sich zu bekämpfen, ohne Gewalt anzuwenden. Es geht, Lösungen zu finden, die für alle gut sind. Wenn ich das sehen kann, dann habe ich da Bock drauf, das auch zu erreichen, oder nicht? Ja oder ja? Natürlich. Ja, das ist doch super. Und genau das ist der große Unterschied zum Thema Konkurrenz und Wettbewerb. Bei Konkurrenz und Wettbewerbsdenken, da will ich den anderen übertrumpfen. Da kann ich nicht anerkennen, was der Großartiges geleistet hat. Das sehe ich nicht. Den Motor des Neids, der in mir da gerade aufploppt und eine Chance bietet, auch zu wachsen, sondern erkenne bloß den Mangel. Ich erkenne bloß das, was der andere hat und ich nicht. Und dann muss ich gegen den gehen, muss ich besser sein als der, damit ich mich auch wertvoll fühle. Genau, also das war mir auf jeden Fall heute total wichtig, euch das einmal deutlich zu machen, dass es eben einen Unterschied gibt zwischen Konkurrenz- und Wettbewerbsdenken und eben das, was entsteht, wenn ich das sehe, was der andere hat, wenn ich darin das Gute sehen kann, ja, das Positive und auch dieses Erwecken lassen können, des Neids in mir und den Motor dann eben zu spüren, der da sagt, ich will das auch. Das ist ja total cool. Das Wichtige dabei ist, wenn wir das nämlich loslassen könnten, wenn wir es schaffen könnten, diesen Konkurrenz- und Wettbewerbskampf. Es ist doch echt ein Kampf. Auf allen Ebenen, wirtschaftlich, politisch, alles. Ja, Familie. Familie sein. Die Familie macht es anders als wir. Die war da schon wieder im Urlaub und wir nicht. Ja, vielleicht erinnert ihr euch letzte Woche an das Live zum Thema Selbstliebe. Warum haben wir denn den Mangel an Selbstliebe? Schaut euch das unbedingt nochmal an. Ja, die Mama, die schreit nicht mehr bei ihrem Kind, wenn das Kind irgendwie voll durchdreht. Ja, nehmt es als Motor. Und wenn wir das nämlich loslassen könnten, ja, wenn das klappt, dann können wir uns endlich wieder gemeinsam alle auf eine Bühne stellen. Dann können wir alle einfach gemeinsam sein. Jeder mit seinen Potenzialen, die er hat, können wir uns zeigen, so wie wir sind. Und die unterschiedlichen besten Dinge, die wir da so haben, in uns drin zusammenbringen. Wie geil wäre das denn?
Wäre doch super, wenn jeder das, was er besonders gut kann, besonders starke Fähigkeiten hat, wenn wir das zusammen reinwerfen in einen Topf und sehen, was Großartiges daraus entstehen kann, statt dass wir ständig dabei sind, zu ziehen und zu gucken, ob das Gras grüner ist beim anderen. Und das würde ich mir so sehr wünschen. Also vielleicht, meine Liebe, die du da zuschaust, vielleicht inspirieren dich dann meine Gedanken dazu, das Gefühl von Neid in dir zu spüren und zu sehen, was es für ein großartiger Motor ist, was für eine Energie da frei werden darf, deine eigenen Träume und deine eigene Sehnsucht zu sehen nach etwas und zu überlegen, wie du es für dich selbst erreichen kannst. Wie du dann, wenn du es erreicht hast, in dir selbst das Gefühl von Stolz erwecken lassen kannst, statt Neid als etwas Negatives zu sehen, um dann in einen Konkurrenzkampf oder in den Wettbewerb zu kommen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meine Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Möchtest du wissen, welche Kommunikationsstones sich in deinen Alltag eingeschlichen haben und mit welchen leichten Tricks du Konflikte mit deinem Kind vorbeugen kannst? Dann hol dir mein kostenfreies E-Book. Du findest es unter sprachzeichen.de/40-Sätze. Wenn auch du mal eine Frage stellen möchtest, dann komm am besten auf meine Warteliste von Gemeinsam wachsen, meinem 12-wöchigen Mentoring-Programm von der Wut zu Respekt und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation. Das findest du unter sprachzeichen.de/gemeinsam-wachsen-Warteliste. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.